Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es darum, wie wir dieses Bad hier und das andere Bad verfliesen. Und zwar mit diesen schönen weißen Hochglanzfliesen. Wenn ihr sehen wollt, wie wir zu diesem Ergebnis hier gekommen sind, dann solltet ihr auf jeden Fall das ganze Video anschauen. Und ich habe noch einen kleinen Gag für euch. Ich habe festgestellt beim Schneiden dieses Videos, dass ich die ganze Zeit quasi sage. Also schreibt mir doch gerne mal am Ende, wenn ihr fertig seid mit Gucken, in die Kommentare, wie oft ihr das Wort quasi von mir gehört habt. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier schon angefangen, die Fliesen zu legen und es gefällt mir auch schon recht gut. Aber weil wir ja jetzt hier wirklich kein Klo haben und ich keinen Bock habe, mit meinem Direktstuhl bei uns ins Haus zu rennen, dachte ich mir, ich mache mich heute mal an diese Wand hier, wo das Klo dran kommt. Und ich habe mir hier auch schon, also die beiden da unten, die habe ich gestern schon geklebt. Und ich habe mir jetzt hier die hier zugeschnitten. Mein Kreislochbohrer für die Fliese ist noch nicht da, deswegen habe ich das jetzt erstmal mit der Flex gemacht. Die klebe ich jetzt erstmal hier rein und die andere Seite auch. Und dann haben wir hier hoffentlich bald ein Klo und müssen nicht immer wegrennen. Ich bin jetzt hier gerade wieder an der Wand. Hier jetzt die hier zum Beispiel, die kann ich jetzt leider nicht lesen. Ich lese diese Fliese nicht. Weil dieser Bohrer für die beiden Steckdosen, der ist noch nicht da, den habe ich bestellt. Der kommt aber erst am Montag wahrscheinlich, heute ist Freitag, glaube ich. Und genau das gleiche bei den Armaturen. Deswegen werde ich jetzt das mit die legen hier, die gerade sind, die man schon legen kann. Genau, das sind habe ich schon mal dazu geschnitten und dann kann ich die ganzen schon mal legen. Also wenn ihr jetzt irgendeinen Fliesenleger fragt, bitte euch natürlich sagen, macht auf jeden Fall erst die Wände, dann den Boden. Wir haben jetzt doch für uns gemerkt, dass es für uns einfacher ist, den Boden erst zu machen, weil man einfach die Fliese an der Wand, die erste mit Laser, schön ausrichten kann und schön Keile drunter schieben kann. Das habe ich jetzt hier auch eben so gemacht, beziehungsweise haben wir beide heute den ganzen Tag so gemacht. Der Bohrer leider heute für die Fliesen kam immer noch nicht. Deswegen haben wir jetzt nur da drüben wieder Boden weitergelegt und hier auch und ein paar Wandfliesen und noch ein paar andere Sachen gemacht, aber das gehört ja nicht in das Video hier rein. Geht sehr, sehr schleppend voran aktuell, aber es macht immer noch Bock. Das ist das Wichtigste und ich hab Spaß dran. Luke kann ich jetzt nicht behaupten, dass er Spaß dran hat, der verzweifelt eigentlich hier eher, aber ich sag mal so, es geht weiter. Ich denke, es wird ganz geil aussehen, man kann sich das jetzt schon gut vorstellen hier mit den paar Wandfliesen und ich denke auch, wenn man das dann hier hochzieht, das wird richtig schick schön. Ja, ich mache jetzt mein Werkzeug wieder sauber und dann mache ich auch mal Wochenende. Manchmal muss es sein. Wir konnten ja hier zuletzt, also heute übrigens Montag, zuletzt hier nicht weitermachen, weil wir ja diesen Bohrer für die ganzen Steckdosen nicht haben. Das habe ich ja am Samstag berichtet, aber in 13 Minuten soll das zugestellt werden. GLS ist Verlass. Luke ist jetzt gerade dabei, hier diese wahnsinnig großen Fliesenstücke mit Kleber zu versehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Damit die hier unten reinkommen. Die kleben wir auf jeden Fall erst und dann legen wir die Bodenfliese, weil sonst kriegen wir die hier gar nicht mehr da rein. Wir haben jetzt hier übrigens dieses Cubic-Profil. Das ist ein Vierkant, wo man von beiden Seiten dagegen fließen kann. Das ist im Vergleich zu dem anderen. Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht, weil es viel zu dunkel ist jetzt hier. Gehen wir mal ans Fenster. Also das eine hat nur so eine dünne, feine Linie hier und das andere hat ein richtiges Volumen hier in beide Richtungen. Das heißt, da kann man von beiden Seiten schön dagegen fließen und hier, die benutzt man für den Boden zum Beispiel als Übergang. Ich werde davon hier eine hinsetzen, weil hier haben wir eine andere Höhe als da. Und genau das haben wir ja auch hier gemacht. Also wir haben hier jetzt, ja, was soll ich euch zeigen? Es passt halt einfach. Wir haben unseren Abstand, wir haben hier rechts, links genommen Luft, um da noch Silikonski reinzuschmieren. Wir hatten ja uns ja dann doch dafür entschieden, die Bodenfliesen weiterzumachen, weil wir eben diese Fuge, die wir hier haben, weiterziehen wollten. Das heißt, unsere Fuge, die wir so an der Wand haben, ist hier am Boden wieder zu finden und wird sich auch hier an der Wand wiederfinden. Ich habe da die erste Fliese schon zugeschnitten da unten, die da unten steht. Und dann können wir ab da halt hochziehen. Damit haben wir dann auch nur eine Fuge, eine Längsfuge in der Dusche, was mir sehr lieb ist. Weil umso weniger Fugen, desto weniger kann der zukünftige Mieter das dann auch verdrecken. Jawohl, geil. Geht los. Jetzt gibt's Paket. Also, da ist es. Alter, im Koffer. Kein Unboxing, oder? Das ist kein Unboxing. Nee, das ist ein Uncoffering. Uncoffering. Guck mal, sogar noch eine Flexscheibe. Bin ich mal gespannt hier. Bist du auch gespannt? So, hier ist... Jawohl. Guck mal, damit können wir dann hier den Abfluss bohren. Wir hören es. Beschissen, weil ich wieder Fliesen legen muss. Ah, und hier können wir die ausschneiden. Komm, ist schon ziemlich nice. Musst du zugeben. Von Vevor. Habt ihr schon mal was von Vevor gekauft? Wenn ja, was? Und erzählt mal, wie eure Erfahrungen sind. Ich habe nämlich eigentlich nur gute Erfahrungen bisher damit gemacht, außer mit der Dieselheizung, die läuft nämlich nach 4 Stunden nicht mehr. Ich frage mich jetzt, wie du quasi den Fixpunkt hast, also deinen Zentrierpunkt. Weil bei Holz hast du ja immer einen Bohrer. Du kannst es ja aber bei der Flex kannst du ja nicht so halten, dann gerade runter, oder? Nee, du fängst ja mit der Kante an einzutauchen. So mit der Kante? Ja, nicht so krass, aber... Ja, ist klar, aber... Genau, fängst ja mit der Kante an. Also wie beim... Weil du ja eine viel höhere Drehzahl hast. Ja, okay. Also ich möchte jetzt gerne diese Fliese, die erste Fliese, die hier an die Abdichtung kommt, auf die Abdichtung drücken. Also ich habe mir angezeichnet,
wo hier die Linie ist. Auch die Fliese schon passend zugeschnitten. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich mit einem Laser weit genug runter, damit ich mir die Horizontale mit dieser Fuge, die hier an der Wand ist, darüber ziehen kann. Weil dieses Stativ ist auf jeden Fall zu hoch. Da muss ich mir was anderes besorgen. So, hier, ich habe mir die Hebebühne aus dem Dovo-Pack geholt und jetzt fahre ich hier diese Zentimeter hier hoch noch, damit ich dann die Fuge wieder rüberziehen kann. Ich drehe noch eine Weile, ne? Wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. So, wir sehen noch, ne? Jetzt haben wir es, würde ich sagen. Jetzt darf ich natürlich nichts berühren hier. Jetzt müssen wir natürlich noch die richtige Seite, die wir nicht geschnitten haben, zur Wand bringen. Außerdem müssen wir hier unten einmal lang ziehen, weil da unten kommen wir nie wieder dran. Alles, was jetzt dreckig ist, ist für immer dreckig. Und wir brauchen den Platz ja, um da wieder eine dicke Silikonfuge reinzuziehen. Bam! Ich hätte den Laser vielleicht woanders draufstellen sollen. Dann nehmen wir hier unsere Keile zur Hand. Diese hier, Plastikkeile. So, und schieben die hier unten rein. Minimal noch, oder? Also ich würde sagen, passt eigentlich. Hier vielleicht noch ein bisschen höher. Zack, diese sitzt. Ich habe jetzt gerade mal den ersten Testschnitt gemacht. Und das sieht richtig geil aus. Und ich habe mir hier einfach diesen Sprayer hingemacht und schneide dann jetzt echt damit. Und es funktioniert unfassbar gut. Also es ist echt richtig geil. Guck mal. Kannst du hier kurz sprühen, so von der Seite? Ja. So, 2 Löcher sind da. Jetzt müsste nur noch passen. Also hier haben wir die beiden Steckdosen und ich würde sagen, das sieht ziemlich gut aus. Ja, ein bisschen versetzt, aber es ist nicht schlimm, weil die Krallen von der Steckdose krallen ja sowieso in das Plastik und nicht da rein, aber es ist noch im Rahmen. Also dadurch, dass Luke gerade an dem Pool-Video arbeitet und ich hier drin an den Fliesen und das ja 2 unterschiedliche Videos sind, können wir nicht beide gleichzeitig filmen. Deswegen habe ich heute, bzw. gestern den ganzen Tag hier im Bad gearbeitet und Luke hat im Pool gefilmt und deswegen wollte ich gerne mal zeigen, was ich hier so gemacht habe. Und zwar habe ich unter anderem hier diese Löcher gebohrt für die ganzen Steckdosen, das habe ich euch auch schon gezeigt. Aber ich habe mich auch hier an dieser Edelstahlleiste versucht. Die habe ich jetzt hier eingeklebt bereits. Die haben wir in gebürsteter Farbe gewählt. Die gibt es ja aber auch in Hochglanz, aber gebürstet finde ich einfach schöner. Und es war ein unbeschreiblicher Akt, das so hinzubekommen, wie ich es jetzt habe. Und es ist immer noch nicht perfekt. Also hier muss wirklich viel Silikon rein. Das ist nicht optimal, aber dadurch, dass es mein erstes Mal Fliesenlegen ist, bin ich eigentlich zufrieden nicht, aber das ist okay. Und mit dem Fugenbild haben wir auch wirklich immer noch ein Problem. Also es ist ja so, dass die Fliese hier ein Stückchen kürzer ist als die hier und deswegen ist eben die Fuge hier, müssten wir dicker machen, damit wir das Fugenbild nicht kaputt machen, sondern irgendwie hier einen Zentimeter Versatz haben. Und dann hat sich das Ganze natürlich auch ein bisschen an der Wand weitergezogen, aber es ist in Ordnung und es wird. Die ganze Leiste habe ich hier drüben auch nochmal gesetzt als Eckschiene und hier müssen wir die auch nochmal setzen. Heute ist auch mal wieder der Malte dabei. Den habt ihr jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber heute werdet ihr ihn sehen. Der schneidet jetzt gerade die Fliese, die hier unten hinkommt. Da nehmen wir dann wieder diese Fuge und diese Fuge hier mit dem Laser an, damit wir wissen, wo wir hier unsere erste Fliese hinkleben müssen. Und dann können wir da links und rechts wieder stückeln und uns dann von da aus weiter hocharbeiten. Ich hoffe einfach mal, dass wir heute mit dem Bad hier fast fertig werden. Dadurch, dass wir heute zu zweit sind hier im Bad, denke ich, das könnte was werden. Also auch hier wieder ganz klar, ihr braucht einen Laser und natürlich im besten Fall auch 2, weil wie sollte Malte denn jetzt sonst da die Fliese ausmessen, wenn jetzt nicht hier 2 Laser wären? Unmöglich. Ich werde hier jetzt den Spülkastentaster ausklinken. Dazu habe ich mir jetzt hier in diese Richtung auch wieder mit dem Laser die beiden äußeren Begrenzungen eingezeichnet. Und wenn ich es hier daneben stelle, habe ich mir oben und unten angezeichnet. Und jetzt werde ich hier eben so einen Kasten rausschneiden, einfach mit der Flex. Moin, ich bin auch wieder am Start. Wir haben hier heute ein paar Fliesen verlegt. Für mich das erste Mal Fliesenverlegern. Ich war richtig gehypt heute Mittag. Jetzt bin ich nur noch medium gehypt. Mein Respekt vor Fliesenlegern ist auf jeden Fall gestiegen, aber wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Luke war ja im Pool aktiv. Yes. Joel hat mit mir die Fliesen gemacht. Ihr könnt mal auf den Boden schauen hier. 6 Fliesen haben wir hier im Wohnzimmer verlegt. Vorher waren wir im Badezimmer. Kann ich euch mal zeigen. Follow. Oh, Copyright, wir singen so gut. Hier haben wir auch ein paar verlegt. Hier haben wir welche hochgezogen. Hier bei der Dusche, das hat besonders Spaß gemacht, die zuzuschneiden da unten. Ja Mann, und hier kommt eine schöne Silikonfuge drauf. Aber ja, jetzt kann ich auch Fliesen legen, zumindest ganz basic. Ja, schauen wir mal, was morgen wird. Was wird? Was wird? Malte und ich haben ja gestern bis hierhin gefliest. Ich habe mich jetzt heute Morgen hier mit diesen Schienen beschäftigt. Da hatte ich wieder keine Kamera, weil Luke im Pool beschäftigt war. Und die Sache ist jetzt die, dass wenn ich jetzt das Fugenbild hier in dieser Nische beibehalten würde, welches wir hier auf der Wand haben, dann hätte ich hier einen 1 cm Streifen und hier einen 2 cm Streifen. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich jetzt nur noch eine Fuge hier in der Mitte mache. Das heißt, die Nische kriegt ihr eigenes Fugenbild. Und zwar einfach nur einmal so und einmal so. Ist zwar ein bisschen Verschnitt, aber egal.
Ich habe heute Morgen außerdem schon hier die Fliesen, die stehen hier hinter mir, für die beiden Ecken hier zugeschnitten. Die werde ich jetzt auch als erstes da reinkleben. Ich habe euch ja das schon mit diesen Ecken hier erzählt. Das ist der übelste Hickhack. Das ist wirklich sehr, sehr umständlich und ich kann euch nicht mal genau erklären, wie ich es am Ende hinbekommen habe. Also es war einfach nur dann am Ende so, dass es funktioniert hat, weil ich 100 Mal gemessen habe. Also man muss halt irgendwie ein Maß festlegen, dann muss man gucken, dass wirklich alle Fliesen abgedeckt sind, wo man es hinmacht. Und ihr dürft halt nicht vergessen, dass ihr immer diesen Eckwinkel abziehen müsst bei euren Längen. Also mal angenommen, ihr habt hier jetzt eine Fliese von 64 cm, wie in meinem Fall hier, dann müsst ihr hier auf beiden Seiten einen Zentimeter abziehen. Und also für die Leiste, die ihr schneidet, weil ansonsten kommt ihr halt nicht hin. Und dann kommt ihr zu breit und dann habt ihr diese Leiste dann, die ist ja ein Zentimeter Versatz dann habt ihr diese Leiste hier zu weit an der Wand und das würde die Fliese nicht mehr abdecken. Diese Leiste ist hier so eine Vierkantleiste, gefällt mir ganz gut. Genau, und ich werde erstmal die Fliesen hier dran kleistern. Also wie ihr jetzt hier gerade im Zeitraffer sehen könnt, ist es eine relativ haarige Angelegenheit. Nee, also es ist schon umständlich immer alles, aber es wird. Und umso mehr Fliesen man legt, desto einfacher wird es natürlich auch, das ist ja völlig klar. Und umso mehr Spaß macht es natürlich auch. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, auf dieser Fliese hier, oder ist auf allen diesen Wandfliesen, ist hier so eine Art Heißkleberstrich, damit nicht die Hochglanzfliese hier auf der Unterseite von der nächsten Fliese juckelt. Und das müsst ihr halt auf jeden Fall abmachen. Weil wenn ihr es nicht abmacht, dann habt ihr das immer als potenziellen Unebenheit, wo ihr die Fliesen nicht ganz an die Wand drücken könnt. Das wäre jetzt hier natürlich bei Rigips, was recht glatt ist, auf jeden Fall der Fall. Und jetzt könnt ihr hier natürlich auch sehen, da habt ihr auch eben im Zeitraffer gesehen, dass ich das in zwei verschiedene Richtungen abgezogen habe. Das mache ich normalerweise nicht. Das mache ich jetzt nur hier unten in der Ecke, weil ich hier unten in der Ecke nicht anders hingekommen bin. In dem Fall hier ist es auch nicht so schlimm, weil ich mache auf die Fliese sowieso nur eine Kontaktschicht und ziehe das nicht in die andere Richtung auf. Also bei den Bodenfliesen ist es halt essentiell, dass man immer die Zahnung entgegengesetzt macht, beziehungsweise um 90 Grad verdreht. Aber bei der Wandfliese hier ist es nicht so tragisch, weil da brauchen wir nur so eine Kontaktschicht, das ist vollkommen ausreichend. Dann gucke ich immer, dass alle Fugen sauber sind, bevor ich das da reinmache, damit mir da nicht noch mehr rausdrückt. Gerade bei einer 1 mm Fuge ist das ziemlich wichtig, weil sonst müsst ihr die nachher alle wieder rauskratzen. Fliesenkleber im Gesicht. Und das ist natürlich äußerst unschön. Ich hatte hier diese ganzen Schienen mit Schrauben festgemacht, das habt ihr auch hier im Zeitraffer gesehen. Deswegen muss ich jetzt wieder lösen. Und hier ist es, auf Rigips ist es natürlich geil zu arbeiten, weil du hast hier eine schön glatte Oberfläche. Bei so einer Fliese hier im Eck ist es schwierig, weil man halt nicht richtig juckeln kann, deswegen muss man da ein bisschen mehr schlagen. Auch das ist kein Problem. Diese Fliese habe ich eben schon mal geklebt hier. Und beim ersten Mal hat sie den Geist aufgegeben und ist schön gebrochen. Dadurch, dass hier eben diese doppelte Dichtung drauf ist, darf da wirklich nicht viel Kleber hin. Und ich habe halt einfach viel zu fest geschlagen direkt. Die muss wirklich hier sehr, sehr sanft reingearbeitet werden, dass sie hier überhaupt reinpasst. Ich hätte die mal sauber machen können, aber eben habe ich so hier hingehauen und BÄM abgerissen. Ich denke, ich nehme sie nochmal runter und mache nur hier oben was drunter und hier, weil ihr seht, so wackelt es, aber hier liegt es überall an und hier ist auch genug Fliesenkleber. Aber hier ist halt so viel. Deswegen muss ich hier unten aber was drauf machen. Da habe ich Scheiße gebaut. Was ist das denn? Ich glaube, ich habe falsch angelassen. Wie? Um die Kurve? Nee, Komm weiter. Ja. Also, hier unten noch was und hier oben. Hier habe ich da jetzt eben hochkant aufgezogen, deswegen werde ich jetzt hier unten quer aufziehen. So wie ich es euch eben erklärt habe. Hier sieht gut aus. Hast du gut gemacht, Gine. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Video erinnert, wo ich hier die beiden Wandscheiben gesetzt habe und dann die Verlängerungen reingemacht habe, bevor ich das hier an die Wand geklebt habe. Ihr müsst einfach mal auf dem Thumbnail gucken, wo ihr hier diese gelbe Abdichtung seht. Da habe ich das nämlich gemacht. Und da haben wir ja gesagt, wir müssen das so wählen, dass es mit den Fliesen quasi am Ende bündig ist. Und das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben hier genau 1 mm Unterschied. Also optimal. Da kann ich jetzt hier wieder meine Baustopfen reinmachen und dann ist gut. Das ist schon mal befriedigend, wenn was so funktioniert. Stimmt's? Fliesenlegen ist sehr befriedigend. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar an die Wand geballert und Luke hat auch schon mal für hier noch mehr zugeschnitten für morgen. Die kommen dann hier oben ran. Ich denke, dass wir das Bad morgen fertig bekommen. Morgen ist auch der letzte Tag, an dem wir arbeiten für dieses Jahr. Naja, vielleicht 29. oder nochmal. Ich bin jetzt gerade dabei, hier die Fliese, die ich hier oben mit der Lampe, also für die Lampe zugeschnitten habe, die beiden, die hier und die ich in der Hand habe, einzukleben. Und dazu muss ich jetzt erstmal hier meinen Kleber hier oben reinziehen, damit ich überhaupt erstmal da so quasi eine Kontaktschicht habe wieder. Also ich sage euch, das mit den Leisten, das ist das Schwierigste überhaupt. Also für mich war es jetzt das Schwierigste überhaupt, weil das alles passend zu kriegen war wirklich umständlich so. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Ich ziehe die hier wieder längs ab. So, jetzt ist schon mal alles benetzt. Jetzt mache ich hier noch wieder was drauf und dann kann das schon da oben rein. So, jetzt bin ich sehr gespannt.
Alter. Okay, ich mache hier noch, seht ihr, jetzt ist es hier drin schon versenkt. Das soll ja aber mein angedrückter Zustand sein. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr Fliesenkleber hier auf meiner Fliese. Das ist immer gut, das zu merken, bevor man es festgedrückt hat. So, jetzt habe ich die Zahnung wieder in die andere Richtung aufgezogen. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Seht ihr, jetzt sieht das schon wesentlich besser aus. Das ist ein Festjuckeln. Sieht das schon wesentlich besser aus. Hier quillt auch nicht unendlich viel raus, also das ist in Ordnung. Ja, ich würde sagen, das kann ich so lassen. Jetzt kommt die andere dran. Jetzt überprüfe ich gerade nochmal mit dem Laser, dass auch meine Fuge unten mit der Fuge oben übereinstimmt. Und das habe ich jetzt auch schon hinbekommen, dass das funktioniert. Jetzt kann ich mich hier an die beiden hier außen machen. Also das ist ja noch 3 Stück. 1, 2, 3. Und dann kann ich die 4 hinten schneiden und reinkleben. Und dann haben wir die Nische auch soweit fertig. Im neuen Jahr angekommen. Wer hätte gedacht, dass sich dieser tolle Spaß mit den Fliesen bis ins neue Jahr zieht? Ich hätte es nicht geglaubt. Ich dachte so 1, 2 Wochen, dann sind alle Fliesen dran. Aber ich muss sagen, auch für mich ist das wirklich schwierig. Ich kann ja wirklich relativ viel und auch schnell lernen, aber man muss schon wirklich sehr kämpfen, gerade wenn man so Ansprüche hat wie 1 mm Fugen. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht nochmal machen, vor allem nicht am Boden. An der Wand geht es einigermaßen, aber trotzdem will ich euch mal zeigen, was ich bisher so verkackt habe. Und wo viel Silikon hinkommen muss. Ein Beispiel ist dieser Rand hier. Da seht ihr, hier ist ein relativ geringer Abstand, hier ist ein großer Abstand, hier ist auch ein großer Abstand. Das werde ich ziemlich dick mit Silikon auffüllen müssen, damit man das möglichst nicht sieht. Man wird es natürlich trotzdem sehen, aber fürs erste Mal ist es eigentlich in Ordnung. Hier innen drin sind auch noch relativ große Abstände. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so tragisch, da kommt sowieso eine 45 Grad Fuge hin, genauso wie hier am Rand. Ich habe da immer versucht, möglichst viel Verschnitt zu nutzen, habe ich auch eigentlich gut hinbekommen. Wobei ich es auch hier zum Beispiel mehrfach verkackt habe. Da habe ich statt eine unten Rechtsecke zu schneiden, habe ich eine oben Rechtsecke zweimal geschnitten. Einfach weil ich dann 2 schöne Schnittkanten quasi links und oben hatte und nicht links und unten. Gehört dazu, ist halt so, naja. Mein absoluter Endgegner waren bisher eben diese Eckleisten. Da habe ich wirklich sehr gekämpft mit denen, vor allem mit denen, die sich hier befinden. Außerdem habe ich vergessen, hier oben eine Abschlussleiste zu setzen. Ist jetzt nicht so schlimm, weil es selbst über meiner Augenhöhe ist. Aber im Normalfall gehört da natürlich auch noch eine hin. Habe ich aber nicht drüber nachgedacht in dem Moment und habe es vergessen. Das gleiche mit dem großen Abstand habe ich hier unten auch. Aber ansonsten hat es eigentlich gut funktioniert. Und eine Fuge, also die Fugen passen alle, richtig schöne Kreuzfuge eigentlich. Bis auf die hier. Die da oben passt schon wieder fast, aber die hier, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Auf jeden Fall ist sie uns irgendwie hochgerutscht und deswegen sind natürlich die hier auch zu weit oben. Habe ich aber erst später gemerkt. Aber ansonsten hat es auch mit dem Rausschneiden gut geklappt. Ein weiterer Fehler beim Boden ist, als wir ihn fertig hatten, haben wir ihn nicht direkt verfugt, weil ich keine Fugenmasse hatte und wir haben ihn nicht abgeklebt. Jetzt klebt hier alles auf dem Boden und eine meiner Aufgaben heute wird erstmal sein, den Boden zu schrubben, weil das geht gar nicht. Klebt euren Boden ab, klebt ihn von mir aus 2-mal ab. Ich habe ja extra was dafür gekauft, aber wollte das erst drauf kleben, wenn es verfugt ist, weil ich davon nicht so mega viel habe zum Abkleben. Aber jetzt im Endeffekt hätte ich mir nochmal ein Stück Malerflies oder so hinlegen können, das hätte allemal gereicht. Aber gut, man lernt nie aus. Wie gesagt, das mache ich zum ersten Mal und dafür bin ich eigentlich relativ zufrieden. Die ganzen Ausschnitte, wie gesagt, das hat auch richtig gut funktioniert. Und im Gäste-WC müssen ja auch noch Fliesen rein, da werde ich es besser machen. Aber das, was ich am allermeisten verkackt habe, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar ist hier oben, überall, am kompletten Rand, eine 1,5 cm Fuge offen. Seht ihr das hier? Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich hergehen und eine 1,5 cm Fliese zuschneiden und überall reinkleben. Weil diese Fliese aber super brüchig ist hier, wenn man sie schneidet. Also sie tendiert wirklich brutalst dazu wegzubrechen. Bin ich mir nicht so sicher, wie gut es funktioniert und ich habe jetzt schon überlegt, einfach nochmal Rigips hier drunter zu schrauben. Was natürlich auch voll der Akt ist. Oder alternativ einfach da oben Grautool, Flächenspachtel wieder reinzufüllen. Das wäre natürlich ziemlich dick und auch nicht super schön. Oder Stuckleiste. Stuckleiste im Bad. Auch hässlich. Welchen Tod ich davon sterben werde, werdet ihr sehen. Aber bisher weiß ich gerade nicht so genau, was ich machen soll. Ich habe zwar in der Breite gemessen, wie alles hinkommt mit den Fliesen. Das sieht auch gut aus. Ihr seht, ich habe hier nirgendwo eine kurze Fliese am Rand. Aber in der Höhe habe ich es halt nicht gemacht und das war halt ziemlich hohl. Das ist wirklich der Worst Case, der euch passieren kann. Also ich meine, wenn es ein halber Zentimeter wäre, okay, dicke Silikonfuge. Also 1,5 Zentimeter, Schrott. Zu dem Fliesenschneider, den ich jetzt die ganze Zeit benutzt habe, muss ich auch noch was sagen. Und zwar jedes Mal, wenn man hier vorgeht und dann abrutscht, bricht man bei den Fliesen so eine Ecke weg. Und ihr könnt es sehen, jedes Mal, egal ob man es einmal anritzt, ob man es zweimal anritzt, ob man unendlich vorsichtig drückt, ob man fest drückt. Also ich habe jetzt wirklich schon viele Fliesen geschnitten. Aber ich habe noch nichts rausgefunden, wie ich es hinbekomme, dass es nicht die Ecke rausreißt. Und wenn man Glück hat, reißt es halt auf der richtigen Seite, so wie hier. Also hier habe ich zweimal was Gutes bekommen und habe mal von dem Reststück was wegbrechen können. Also das ist das Mittelstück von der Fliese, auf beiden Seiten habe ich das abgeschnitten. Aber es ist einfach Horror und ich zeige euch das jetzt auch mal. Also erstens
wenn ihr Hochglanzfliesen mit Metall zerkratzt, dann kriegt ihr es nicht wieder weg. Da könnt ihr polieren oder was ihr wollt, das geht nicht weg. Ich lege die mir hier hin, belehrt mich eines Besseren, wenn ich es falsch mache. Dann gehe ich mit meinem Fliesenschneider hierher und gucke, ob ich auch bei meinen Anzeichnungen bin. Vorne sowie hinten. Dann fange ich hier an. Ziehe das einmal nach vorne. So, und damit mir das jetzt eben nicht auf dieser Behindertenseite rausbricht, weil es meistens hier auf meiner Seite rausbricht, drehe ich das Ganze jetzt rum. Hier vorne ist es schon sehr abgenutzt, deswegen lege ich es ein bisschen weiter nach hinten, damit ich eine bessere Bruchkante habe. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an diesem Fliesenschneider, vielleicht liegt es an mir. Damit ich die Fliese jetzt nicht weiter zerkratze, lege ich mir beim Drücken hier ein Stück Papier hin. Ich habe mir aber auch schon Panzertape von unten hier dran gemacht. Dann lege ich meine Hand vorsichtig hier drunter und breche so. Und es ist wieder rausgebrochen. Und aus dem Grund schneide ich aktuell alles mit der Flex. Das kann ich halt nicht benutzen. Und es ist super ärgerlich, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich jetzt den hier gar nicht mehr benutzt, sondern wirklich alles mit der Flex und mit der Maschine draußen geschnitten. Und deswegen werde ich jetzt eine 22,5er wieder mit der Maschine schneiden. Ich habe euch jetzt bei den anderen nicht gezeigt, wie man die Leisten gesetzt hat oder wie ich die gesetzt habe. Deswegen dachte ich, ich zeige euch das mal hier. Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen und unter anderem eben die ich jetzt hier mache. Also man kann sich natürlich überlegen, manchmal ist es sinnvoller, die Flanschseite hier nach unten zu machen und manchmal ist es sinnvoller, die nach oben zu machen. Für mich ist es jetzt gerade sinnvoller, die nach oben zu machen. Ich habe mir das jetzt schon hier auf meine Länge zugeschnitten, dadurch, dass hier jetzt ja wirklich nur die Fliese von oben drauf kommt und jetzt nicht noch irgendwie ein Eckwinkel links und rechts gesetzt werden muss, weil die nächste Fliese das einfach abdeckt. Dadurch ist es natürlich der einfachste Fall, den man haben kann, dass man einfach nur die Schiene setzt, seine Fliese hier oben reinklebt und dann kann man die noch so ein bisschen hin und her schieben mit der Fliese, die hier unten reingeklebt wird. Na, ich habe hier oben jetzt eben schon mal einmal Kleber aufgezogen, habt ihr gesehen, habe ich direkt vollflächig gemacht. Ich habe auch meine Fliesen auch schon vorbereitet zugeschnitten. Die werde ich jetzt auch direkt aufziehen, dann können wir direkt die erste gleich da reinlegen. So, ich habe das hier jetzt so aufgezogen und das hier habe ich so aufgezogen. Jetzt gucke ich noch, wo meine Sichtkante ist. Die ist hier vorne. Und dann kann ich das als erstes hier reinlegen. So, jetzt könnt ihr sehen, dass das hier vorne ein Stückchen übersteht. Das wird natürlich jetzt aber gleich weg sein, wenn ich das hier schön eingearbeitet habe. Die Schiene wird ja quasi nur von den beiden Fliesen gehalten. Also einmal die von unten anliegt, da kommt ja dann hier oben eine Silikonfuge hin. Manche Leute machen es auch. Also man kann es mit Silikon machen, man kann dann aber auch natürlich einfach die Fugenmasse auch hier oben in die Fuge reinmachen. Ich werde es wahrscheinlich mit Silikon machen. Wichtig ist jetzt nur, dass meine Fliese überall gleich tief an dieser Leiste anliegt. Das sieht jetzt hier gar nicht schlecht aus. Man kann sich dann auch behilfsmäßig erstmal hier unten noch einen Keil reinstecken, bevor man die nächste Fliese hier reinklebt. Das trocknet ja relativ schnell an. So, hier ist jetzt meine erste Fliese und die hält die Schiene jetzt auch schon in Position. Jetzt werde ich direkt die nächsten beiden auch reinkleben. Die dritte habe ich jetzt auch hier drin. Die juckel ich jetzt natürlich auch wieder in Position. Auch hier wollen wir natürlich wieder darauf achten, dass unsere Fugen in einer Flucht sind, weil unser Fugenbild geht ja hier oben dann auch direkt wieder weiter. Ich denke, ich werde das, also früher war es ja bis hierhin gefliest. Ich denke, ich werde es jetzt bis hierhin fließen und dann einfach nur den Rest nochmal mit Feinputz spachteln. Ich nehme dann ganz gern hier immer so ein Stück Fliese, einfach so einen Rest. Und halte den mal hier drunter, um sicher zu gehen, dass es auf jeden Fall dann auch mit Fliesenkleber abgedeckt ist. Aber das sieht hier sehr gut aus. Da war noch so eine kleine Erhebung. So, und jetzt hängt das natürlich hier vorne ein bisschen runter. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist, ich schnappe mir hier so 2 Keile oder 2, 3 Keile und mache die hier vorne drunter. Okay, das geht hier gar nicht so gut. Ich schneide mir jetzt einfach direkt die Streifen hier zu und klebe die auch einfach rein. Weil dann kann ich es mit dem Keil einfach so hochdrücken. Aber das sieht ja schon mal ziemlich gut aus hier. Das gefällt mir. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe da und da, wie gesagt, noch dieses 3,5 cm Stück eingeklebt. Da ist ein bisschen größere Fuge geworden, aber da kommt wieder mein Freund Silikon ins Spiel. Ich habe jetzt hier nicht mehr so viel Kleber, deswegen werde ich mir neuen anrühren und im Wohnzimmer wieder weiter fließen. Das ist die Fliese, die hier in die Ecke kommt. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt so, ich halte die mir hier hin, dann zeige ich mir an, wo ich schneiden muss. Außerdem mache ich mir mal hier einen Schnitt, wie tief ich das ausklinken muss. Das heißt, die Ecke hier unten muss weg. Und zwar nehme ich da dieses Maß und das ergibt mir dann, ich laber voll den Müll. Die Ecke hier muss natürlich weg. Ist schon spät. Ich nehme mir das Maß und übertrage mir das hierher. Ganz einfach. Alternativ kann ich es natürlich auch einfach nochmal messen. Ne? Dafür habe ich ja einen Zollstock. 20. Was haben wir hier? Nicht 20. Ich halte es mal hier hin. Das kommt aber hin. Also ich zeichne das jetzt einfach so nochmal an und dann weiß ich auf jeden Fall, wie es passt. Also hier habe ich eine Linie, da habe ich mir auch schon mal angezeichnet mit Laser hier vorher. Und das ist übrigens nicht Zufall, dass jetzt hier auch eine ganze hinpasst. Das habe ich vorher mir ausgedacht, dass ich hier eben eine abschneide, dass wir hier noch eine ganze hinbekommen. Hat mir jetzt natürlich am Boden mehr Verschnitt, aber dafür sieht es jetzt schick aus dann oben. Stunde der Wahrheit. Bam. Und
alt, als müsste es so. Sille, fertig. Die Sille. Silikonregel dann. Das ist geil. Dafür habe ich jetzt aber leider nicht mehr genug Fliesenkleber, glaube ich, um das hinzukleben. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich jetzt neuen Kleber anrühre, habe ich mir jetzt hier mal die Abstandshalter reingesteckt, die ich nutze, und mache hier jetzt nochmal eine Linie hin. Auf die Linie mache ich jetzt auch meinen Laser hier. So, und jetzt kann ich mit dieser Linie auch mir hier diese 3 schon wieder ausmessen, weil da fällt natürlich was weg wegen dieser Kante hier. Und dann kann ich die 3 auch schon wieder zuschneiden und genauso die hier und die hier. Und dann kann ich direkt hier nochmal eine Runde kleben. Die andere Seite halt noch nicht. Da muss ich ja nochmal wieder die Wasseranschlüsse ausschneiden aus den Fliesen, aber das mache ich dann am Samstag. Weil morgen ist der 3.1.25 und morgen werden wir die Poolfolie einhängen. Aber das seht ihr natürlich in einem anderen Video. Ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt hier nochmal, wie ich hier eben sowas ausklinke. Ich habe mir da extra von Wevo dieses Bohrerset gekauft, das haben wir jetzt zusammen ausgepackt. Und jetzt muss hier ein Loch hin, da habe ich mir jetzt die Unterkante und die linke Begrenzung, also ich habe einmal hier gemessen und einmal hier gemessen. Und mit diesen beiden Maßen werde ich jetzt dieses Loch ausschneiden. Und hier oben das habe ich mir auch einfach ausgemessen, habe geguckt, wie tief muss es hier rein. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass das jetzt hier direkt in der Fuge liegt. Also setzt das vielleicht, wenn ihr 30er Fliesen habt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann setzt die vielleicht 5 cm darunter, dass ihr schön in der Fliese bohren könnt. Da wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine, richtig? Das hier ist jetzt inzwischen auch alles schön hart geworden und sieht ganz gut aus. Aber ich werde erstmal hier die beiden Dinger noch bohren. Ich fange da jetzt mit den beiden kleinen an, weil es wahrscheinlicher ist, dass mir dabei die Fliese kaputt geht, als wenn ich das große bohre. Und ich denke mal, ich werde die hier nehmen. Genau, und das dann schön weiträumig ausschneiden und dann passt das. So, dann wollen wir mal schauen, ob es passt. Ich hoffe mal ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier fehlt mir noch ein Millimeter unten. Den muss ich noch reinkriegen. Hier ist Dreck. So. Top! Also, wenn es so sitzt, habt ihr alles richtig gemacht. Aber irgendwo sind noch Dreck. Ich werde da jetzt so eine Leiste reinkleben, aber das zeige ich euch auch, wenn es soweit ist. Das heißt, es muss jetzt wirklich nur noch die da und diese Ecke da kleben. Und dann ist das Bad fertig verfliest und wir können hier auch verfugen. Also wahrscheinlich heute auch noch. So, haben wir wieder eine Fliese. Fugen sauber machen vorher. Wichtig, ne? Wichtig und richtig. Ich glaube, ich habe mal wieder zu viel Fliesenkleber drin. Aber wie soll es anders sein? Auch den letzten Metern hier. Ich habe mir jetzt hier für die Ecke alle zugeschnitten. Die liegen hier. Ich habe mir jetzt hier neuen Kleber angerührt. Ich musste hier mit der Flex noch mal einiges an Fliesenkleber rausmachen, was Luke hier zu viel reingemacht hatte. Das war leider richtige Kackarbeit und es war ziemlich gefährlich, dass ich die jetzt noch mal kaputt mache dabei. Aber es hat jetzt zum Glück noch funktioniert. Ich fange jetzt an, hier mich von oben nach unten zu arbeiten. Das sollte so oder so kein Problem sein, weil ich meine, die sind halt alle 30 hoch und das Maß geht ja bis unten durch. Aber ich fange trotzdem hier oben an und arbeite mich runter. Ganz im Gegenteil zu dem, wie man es normalerweise macht. Einfach, weil ich hier oben schon was ausgefüllt habe und hier unten noch nicht. Da muss jetzt sowieso einiges an Fliesenkleber rein da unten, weil da unten haben wir nämlich noch nichts drin. Also hier seht ihr, wo ich mit der Flex überall durchgegangen bin. Aber da unten seht ihr auch, wo noch nichts drin ist. Das heißt, das muss ich alles mit Fliesenkleber auffüllen und dann eben das da direkt da drauf kleben. Los geht's! So, jetzt wo alle drin sind. Ihr habt gesehen, das war eine ziemliche Dreckaktion. Wische ich hier mal alles sauber einmal. Erstmal, dass der grobe Dreck weg ist, weil den wollen wir natürlich nicht hier haben. Und alles, was antrocknet, ist immer schwerer wegzumachen. Deswegen machen wir das jetzt im nassen Zustand sauber. Am Ende wird man das hier ja sowieso nicht mehr sehen, weil es ja hinter der Tür ist. Und man sieht es wirklich nur, wenn die Tür zu ist. Also wenn man duscht, wenn man auf dem Klo sitzt oder so. So, jetzt richte ich den untersten aus, dass er auf der gleichen Höhe ist wie die unterste Fliese. Und dann fange ich an, einfach wieder meine Abstandshalter reinzustecken. Und dann liegt es auf der perfekten Höhe, wie alle anderen Fugen auch. Und dann haben wir tatsächlich hier die letzten Fliesen in diesem Bad heute gelegt. Und ich bin ziemlich happy damit, sogar, muss ich sagen. Genau, damit ist dieses Bad fertig verfließt. Ich werde jetzt noch weiter Fliesen im anderen Bad legen, im Gäste-WC. Und dann sind wir mit dem Fliesenvideo auch schon durch. Ich dachte mir, ich zeige euch hier nochmal meinen Lieblingsendgegner. Und zwar die Eckschiene. Also ich habe jetzt hier alles verfließt in der Wand und hier eben auch bis hierher. Das heißt, die nächsten 3, eine habe ich schon zugeschnitten. Aber die beiden hier, die gehen ja ums Eck, müssen auch zugeschnitten werden. Und die beiden hier auch. Damit man genau weiß, auf welcher Breite man hier schneiden muss, klebe ich jetzt immer als erstes die Leiste ein. Und zwar mit der ersten Fliese. Das heißt, meine Leiste kommt hier irgendwo hin. Die ist jetzt erstmal fixiert. Jetzt ziehe ich hier meine Fliese, die ich schon auf der Höhe zugeschnitten habe. Die ziehe ich jetzt auch hier auf mit Kleber. Die müsst ihr immer ein bisschen dicker aufziehen als die anderen, weil ihr natürlich hier noch die Schiene drin habt, die ihr normalerweise nicht drin habt. Das heißt, da tragt ihr natürlich ein bisschen auf. Gleichzeitig lege ich mir immer noch hier so ein kleines Reststück Fliese hier oben hin, damit ich auf gar keinen Fall zu tief komme mit meiner Fliese. Das heißt, das hier ziehe ich mir jetzt auch nochmal schnell hier auf. Mit den Wandfliesen habe ich jetzt immer auf der Wand mit Zahnung aufgetragen.
und auf der Fliese einfach nur mit der glatten Seite. Das könnt ihr natürlich auch nur machen, wenn ihr euch sicher seid, dass eure Wand auch wirklich gerade ist. Die Seite, wo jetzt die Schiene ist, die hat ja so Löcher, die Schiene. Da mache ich mir hier noch so ein bisschen was hin. Einfach nur, damit sich das in die Schiene reindrückt und die Schiene dann am Ende fixiert ist. Die Oberseite sollte natürlich trotzdem wieder frei sein, damit ihr da oben dann auch wieder verfugen könnt später. Stelle ich mir das hier rein und drücke die schon mal fest hier. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier oben muss ich ja natürlich jetzt trotzdem Keile reinstecken, damit ich hier nicht auf Null bin, weil hier soll ja auch noch Fugenmasse rein. Deswegen stecke ich da jetzt gleich Keile rein und richte das hier noch mal mit der Wasserwaage aus. Aber zuerst muss natürlich auch hier unten wieder ein Abstandshalter rein. So, die stecke ich jetzt meinen Abstandshalter wieder rein. So, jetzt ist das ausgerichtet. Jetzt haben wir ja hier diese Eckwinkel, die zeige ich hier. So sehen die aus. So, und der muss ja hier außen rein. So, das sieht gar nicht schlecht aus. Wasserwaage hier drauf, ist sogar perfekt in Waage. Trotzdem muss ich hier noch ein Stück höher, damit ich in der Mitte auch noch Fugenmasse reinkriege dann. Das ist mir aber eigentlich zu viel. Ich will weiter runter. Ihr wollt natürlich die Fuge auch möglichst gleichmäßig mit den anderen Fugen haben. Also ihr wollt da jetzt nicht eine komplett andere Fuge haben als die anderen. So, jetzt habe ich diese Ecke hier und jetzt muss ich diese Ecke noch reinstecken. Und dann muss ich gucken, wie ich das ausmittel. Ich habe jetzt vorhin einfach diesen Abstand gemessen hier und habe dann zweimal den Eckwinkel abgezogen. Weil dieser Eckwinkel, der hat in meinem Fall hier 12 mm. Also hatte ich hier irgendwie 96,5 und da habe ich, oder 97,5. Und da habe ich dann jetzt hier meine Eckwinkel abgezogen. Und jetzt muss ich diese ganze Leiste hier einfach ein bisschen vermitteln, so dass ich dann auf jeden Fall auch die Fliesen links und rechts mit abdecke. Also kann ich jetzt direkt hier diese Fliesen reinkleben, diese 3 Stück. Dann kann ich mir mit einem Keil auch wieder die Leiste in Position drücken, weil die dazu neigt, nach hinten wegzuklappen, so wenn da nichts dahinter ist. Aber das hier sitzt jetzt schon mal ganz gut. Und mit diesem Maß, was ich jetzt hier habe, kann man dann auch diese nächsten Fliesen zuschneiden. Das ist, wenn man das hier noch nicht gesetzt hat, äußerst schwierig. Hier haben wir jetzt schon mal die Fliese, die hier reinkommt. Da sind jetzt auch wieder hier hinten diese Abstandshalter, dass die nicht verkratzen. Kann ich euch sehr empfehlen, die nicht mit dem Fingernagel wegzumachen. Das ist nämlich äußerst schmerzhaft. Aber ich habe eben auch die hier zugeschnitten. Die kommt hier rein. Nicht. Habe ich wohl einen Zentimeter zu viel? Zu wenig abgeschnitten? 35,7. 37,2. Was? Ah, ich habe 37,5 gedacht. Dann schneide ich die nochmal, aber die andere Seite, die sollte passen. Da muss ich jetzt aber auch diese Ecke ausklinken. Und das werde ich jetzt tun. Jetzt halte ich die mal hier hin. Das sollte passen. Genau. So, und jetzt zeichne ich mir das hier an und hier auch. Jetzt verlängere ich diese beiden Linien mit dem rechten Winkel. Und dann schneide ich die Ecke aus und dann sollte es dahin passen. Bevor wir es hinkleben, natürlich immer einmal hinhalten. Aber das sieht ziemlich gut aus. Das heißt, ich werde die auch jetzt direkt dahin kleben. Lasst euch von euren Fehlern auf jeden Fall nicht unterkriegen. Immer schön weitermachen. Wichtig hier ist jetzt eben, dass diese Ecke schon da drin ist, weil die kriegt man jetzt natürlich danach nicht mehr da rein. Aber die habe ich ja schon da reingesteckt. Und dann haben wir auch dieses schon gesetzt. Da müsst ihr echt, oder dürft ihr echt nur vorsichtig hämmern, sonst macht ihr es echt schnell kaputt. Wenn ihr irgendwo einen Einschnitt habt und ihr hämmert genau da an den Einschnitt, dann habt ihr ruckzuck einen Riss quer durch die Fliese durch. Also ich bin damit sehr zufrieden, wesentlich zufriedener als das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Man wird aber halt auch besser, ne? Ich habe mir jetzt direkt hier noch die nächste Schiene für hier mit zugeschnitten. Die wird dann hier draufgestellt, so. Die werde ich jetzt auch direkt nochmal mit Kleber, also ich werde mir jetzt hier nochmal ein bisschen Kleber reinschmieren, die Schiene dann draufstecken, damit die schon mal fixiert ist. Das Ganze mache ich hier in der ganzen Ecke auch und dann kann ich die auch sofort mit meiner Wasserwaage ausrichten. Also insgesamt fehlen in diesem Bad jetzt noch diese beiden Fliesen und dann wieder hier dieser dünne Streifen, das was ich in einem anderen Bad gemacht habe. Und ich will es auch eigentlich noch fertig machen, aber ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Aber erstmal muss ich jetzt hier diese Fliesen noch zuschneiden. Die hat natürlich einmal hier unten diesen Ausschnitt, also diese Ausklinkung, und ich muss dann noch die beiden Löcher hier reinbohren. Ich werde jetzt, weil es einfach mehr Stabilität der Fliese gibt, wahrscheinlich erst die beiden Löcher bohren und danach den Ausschnitt machen. Einfach aus Sicherheitsgründen quasi. Oder der Einfachheit halber. Ich lege mir jetzt die Fliese hier so hin, wo sie dann später auch hin soll. Gucke, dass es ungefähr passt von meinem Abstand her. Und zeichne mir jetzt erstmal an, wo meine beiden äußeren Kanten in die Richtung sind. Da kann ich dann wieder einfach mit meinem Winkel 2 Striche runter machen. Und dann habe ich das auch wieder. Die anderen Richtungen allerdings, die muss ich natürlich wieder messen. Die kann ich nicht von so anzeichnen. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal hier wieder den Laser irgendwie aufbauen, damit ich die Oberkante habe. Damit ich hier diese Kante von dieser messen kann. Und das ist wirklich nah an der Oberkante. Das ist wirklich uncool. Also es ist wirklich nur 1,1 cm von der Oberkante hier. Die Oberkante. Und jetzt markiere ich mir auch noch den untersten Punkt, damit ich weiß, wie ich da das schneiden muss. Der ist genau bei 15 cm.
auch von der Oberkante hier gemessen. So, und jetzt habe ich alle Maße, die ich brauche. Also ich habe links, rechts, oben und unten und den Rest mache ich einfach nur durch Ansetzen. Also das ergibt sich ja dann. Also die beiden Löcher habe ich schon mal. Die sind schön geworden. Hoffen wir auch, dass sie dann passen. Jetzt habe ich mir hier und da angezeichnet, hier und da und schneide auch die Ecke aus. So, da ist unsere Kante, die raus ist. Und ich habe viel zu viel weggeschnitten irgendwie. Was zum F*** ist da passiert? Ich habe gerade gemessen, 20 cm. Ich stand neben euch und dann habe ich 20 cm abgeschnitten. Hä? 18,5? Das ist natürlich hart ärgerlich jetzt, ne? Also, ich muss das Ganze nochmal rausschneiden. Oh, naja, ist schon spät, ne? Gleich Feierabend. Damit mir jetzt der ganze Spaß nicht nochmal passiert, oder damit hier die Löcher, damit jetzt das nicht aus Versehen nicht stimmt. Ich mache jetzt die Steckdose schon mal ab, weil die muss ja sowieso ab. Da kommt dann direkt eine neue drauf. Pack die Adern erstmal hier rein und halte jetzt nochmal die Fliese, die ich gerade geschnitten habe, dahin, dass wenigstens diese beiden Löcher passen. Dann kann ich mir die nämlich einfach als Schablone nehmen. Aber die Steckdosen, die passen 1A. Also das ist wirklich super. Ich muss halt nur da unten diese Ecke anders schneiden. Neuer Versuch. Jawohl, hat er verloren. Du musst nur wirklich vorsichtig dahin kleben und sie nicht fallen lassen. Das ist immer gar nicht so leicht. Das ist schon mal gut. Sieht gar nicht ganz so schrecklich aus, wie ich dachte. Also alles in Ordnung. Jetzt schneide ich noch diese eine hier und dann mache ich Feierabend. Drüben verfugen mache ich dann wohl morgen. Damit sind wir schon wieder am Ende des Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreiben würdet und natürlich auch, wie oft ich quasi gesagt habe. Und wenn ihr ein Like da lassen würdet und meinen Kanal abonniert, damit würdet ihr mir auf jeden Fall was Gutes tun. Und in diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem Video über Verfugen und Silikonfugen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.